Schönen guten Morgen zusammen. Wochenstart. Wir gucken die Wunscherfüllungstendenzen der Woche. Sprich, wo liegt die beste Energie für welche Themen? Und ich bin natürlich gespannt. Das ist eine Kollektivlegung. Okay, das ist schon mal sehr deutlich. Hier ist gleich der Ring rausgefallen. Es geht also um alle Themen, die mit Verbindung, Vertrag, Beziehung zu tun haben und um alle Energien, die hier blockierend gewirkt haben oder wo es eben Hindernisse gab oder wo man schon auch nicht mehr dran gedacht hat, dass sich da noch Wünsche erfüllen können. Für einige sieht man hier tatsächlich ein Neubeginn in Partnerschaften oder aber auch eine Entscheidung für eine Partnerschaft. Das heißt, man sagt irgendwie Ja zu etwas. Es kann auch sein, dass sich Personen aus der Vergangenheit hier nochmal melden, mit denen man einen Neubeginn wagt. Das können viele verschiedene Personen sein. Das muss nicht unbedingt ein Ex-Mann oder so sein. Das kann auch jemand sein, der dir sehr wohlgesonnen ist oder der dir mal gut Freund war. Möglicherweise hier auch jemanden, den du aus Kindertagen schon kennst. Es sind gute Wege möglich, Entscheidungsmöglichkeiten, eine Option zu nutzen, die sehr aufklärend wirkt und die der Liebe und der liebevollen Beziehung hier Stabilisierendes mitbringt, geerdete Energie und auch Wachstum. Veränderungen im Beruf sieht man auch hier, die können hier mit einer Cheffigur zu tun haben. Vielleicht wechselt bei manchen der Vorgesetzte oder es gibt an sich so viele Ideen, die ein Vorgesetzter mit an den Ort bringt und hier für Veränderung sorgt. Es wird dir etwas sein, was gut tut, etwas, was herzerfrischend ist. So, wir haben unten im Thema das Schiff drin. Also etwas kriegt einen bestimmten Flow. Es wird eine Woche, wo wir expandieren oder wo wir unseren Wünschen und Träumen folgen. Ich sehe auch, dass, wenn ihr jetzt Partner habt, dass hier die Gegenüber Veränderungen am Beruf dran haben, die hier sehr gute Geldqualität mitbringen. Also etwas, was dich finanziell oder euch finanziell nährt. Aber es ist auch eine Woche, wo jeder so ein bisschen sein Ding macht, ne? Der Herr konzentriert sich auf seins, die Dame konzentriert sich auf ihrs. Und zwischendrin haben wir hier die anderen Wege, die man im Beziehungssystem so wählt. Die sind ja keineswegs schlecht. Im Gegenteil, die überwinden Hindernisse, die so ein bisschen Unruhe mit in das Ganze gebracht haben. An sich habe ich so eine Woche, wo man für sein Geld viel tun muss. Es liegt Arbeit am Thema Geld. Es liegt aber auch so ein gewisser Wohlfühlfaktor dabei. Das ist jetzt nichts, was man ungern macht oder wo man sagt, mir ist das jetzt alles zu viel, sondern man macht sich auf den Weg und tut. Und es geht sehr viel um Herzensprojekte die nächste Woche, also Dinge, die einem am Herzen liegen, die ins Wachstum kommen, Klärung von ungesunden Situationen. Ich habe hier die guten Nachrichten aus dem Bereich, ich sage es mal, Außen, Öffentlichkeit oder Familie, die hier eine Veränderung bringen, die für Stabilität sorgt einfach und die dich vielleicht auch so ein bisschen aus der Langeweile rausbringt, ne? Also etwas, was so ein bisschen animierend wirkt oder wo man das Gefühl hat, heute stehe ich mal gerne auf, ich gehe mit Freude ans Werk. Falls es irgendwas im familiären Bereich für euch zu klären gibt, dann liegt es hier in Kürze über die Kommunikation.
wieder in ein stabiles Wachstum kommen. Hier geht es auch um eine Woche, das hatte ich mir schon gedacht, wo Verliebtheit, Liebe, Herzensangelegenheiten, tiefe Verbundenheiten einfach spürbar sind. Und es gibt auch so Problemlösungen, die wieder für mehr Wohlbefinden sorgen. Aus Konflikten aller Art rauszukommen, aus einer Zeit, wo man irgendwie zurückgezogen oder sehr stark betroffen war. Hier kann auch sein, dass einer oder andere so heimliche Verehrer hat oder dass man für jemanden schwärmt und dass einem das einfach gut tut. Es geht wirklich um Verliebtheit zu einer Sache, zum Leben, zu einer Person. Und aus diesem Gefühl raus wird die Woche, glaube ich, ganz gut. Das kennen wir doch alle, wenn wir uns so wie verliebt fühlen, dann rennt man ganz anders durch die Welt, da nimmt man die Dinge anders wahr, da fühlt man sich beflügelt. Die Woche wird auch, ich sag mal, bei Kontakten aller Art irgendwo etwas mitbringen, was uns sehr nährt. Ja, guckt euch das an. Der Löwenzahn, erde dich und fliege hoch. Der Löwenzahn symbolisiert hier eine Ahnenpflanze, die sehr große Wurzeln hat. Und es geht so ein bisschen um die Familienthemen, um die Vorfahren, auch um Mutter Erde. Und hier wird gesagt, erde dich, das haben wir hier, und fliege dann hoch, also sähe deine Samen aus. Dann gucken wir noch, welcher Engel mitgeht in die Woche. Wow, der Engel der Neugeburt mit der 1 gleich hier. Ne? Wir fangen an, wir erneuern, wir streben aufwärts. Wir haben das Gefühl, egal was war, dass wir immer wieder neu anfangen können. Die Schwingung ist hier auch gleich ein bisschen anders. Ne? Und hier kommt jetzt einfach auch für die Woche die Zeit, wo man das Alte in Dankbarkeit loslassen kann. Man spürt, man hat etwas gelernt, die Lektionen des Lebens. Und irgendwas hat sich vollendet, ein Prozess, eine Lebensphase. Und hier wird dir einfach auch diese Zuversicht zugesprochen, ne? Die man immer wieder braucht, um im Leben neu anzufangen oder wieder aufzustehen. Und es wird hier auch daran erinnert, dass wir so ein bisschen immer noch Probleme haben mit dem Loslassen, obwohl wir manchmal schon spüren, dass es für uns leichter wäre, wir würden uns dem oder dem entledigen. Auch das Neue, das man hier manifestieren möchte, das hat hier den guten Grund. Das sind die Herzensdinge, die hier geerdet werden, die Herzenssehnsüchte, die hier tatsächlich für eine Erneuerung sorgen, die uns sehr gut tut, wo man so dieses Ding verspürt, ich habe heute keine Gefahren, ich lege einfach los, ich fühle mich geborgen, so ein bisschen wie ein Kind, das bei der Mutter auf dem Schoß sitzt oder so, ne? Gut, ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Ich drücke euch bis morgen.